Was geht ab, Leute? Heute geht es wieder mal um den Nissan 200 SX. Ihr kennt es ja, fängt immer so an. Was ist da drin? Es war folgendes: Unser Nissan hat alte Motorlager und alte Getriebelager. Und die sind so ziemlich durchgelümmelt. Deshalb haben wir die jetzt bestellt und schauen uns das jetzt mal kurz an. Weil manchmal bestellt man auch das Falsche. Kann vorkommen, kann vorkommen. Okay, und was haben wir denn da? Oh. Es gibt Gummibärchen. Cool, danke Jungs. Sehr lustig. Superior Automotive. Hier Motorlager für Nissan 180 SX und Getriebelager für 180 SX. Jetzt schauen wir mal, ob das auch wirklich drin ist. Das hier sieht stark nach Motorlager aus. Yes. This one is the first Motorlager. Ganz cool aus mit Gold. So, das war das erste Motorlager. Das ist das zweite Motorlager. Und das, meine Freunde, ist das Getriebelager. Wir werden nachher sehen, hier ist kein Spiel drin, keine Bewegung. Also ich kann es selber nicht bewegen, aber man merkt, dass das hier drin hier eine Kunststoffverbindung ist. Also das Metall ist mit einem Kunststoff verbunden und hat dadurch diese dämpfende Wirkung. So, jetzt gehen wir nämlich unter das Auto und schauen uns das an, weil genau da sehen wir dann die nicht mehr dämpfende Wirkung der Uraltlager. So, um das jetzt einzubauen, müssen wir eine Etage tiefer. Das tun wir jetzt. So, jetzt sind wir unterm Auto und folgende Sache: hier am Getriebe, natürlich ist das Getriebelager. Und jetzt sehen wir, wenn wir das Getriebe nur bewegen, nur ein Stück anheben, sehen wir schon, dass wir hier viel Spiel haben. Also ich kann es ein ganzes Stück nach unten schieben auch. Und das ist auch der Grund, warum wir Schaltprobleme haben. Wir haben folgendes Problem: dadurch, dass wir hier sehr viel Spiel haben in unserem Getriebe, oder nicht in unserem Getriebe, sondern an der Halterung, haben wir maximal Probleme, einen Gang reinzubekommen, weil einfach dieses Gestänge, alles bewegt sich, also das Getriebe, die Welle. Ihr habt ja maximal, wenn ihr driftet oder sowas, habt ihr ja maximal Bewegung im Antriebsstrang. Und wenn das Ding dann so wackelt, ist das nicht gut. Weil ihr einfach eine Bewegung da habt, wo ihr eigentlich keine Bewegung haben wollt. Ja. Deswegen tauschen wir jetzt dieses Getriebelager. So, als erstes machen wir die Halterung vom Auspuff ab. Also hier sehen wir dann auch wirklich ganz genau, wenn ich gegen dieses Lager drücke, bewegt sich das hoch und runter. Und so werden wahrscheinlich die Forderungen auch sein, dass sie sehr durchgenudelt sind. Manche sind auch so gerissen, dass die eigentlich gar nichts mehr halten. Und das schauen wir uns jetzt an. Jetzt machen wir kurz den Vergleich zwischen Alt- und Neuteilen. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass die beiden dieselben sind. Also vom selben Typ, muss man jetzt sagen. Und was man halt hier auch noch sehen kann, ist, dass die ein Stück weit verbessert sind, die neuen. Und zwar seht ihr diesen Steg in der Mitte. Hier sieht man den Steg noch in der Mitte und dann die beiden an der Seite. Und wenn man sich das beim alten anschaut, sieht das so aus und man hat diesen Steg in der Mitte gar nicht. Also heißt, wir sind noch ein Stück stabiler. Also ich kann es mit der Hand reindrücken, besonders hier an der Stelle.
Seht ihr die Bewegung? Das funktioniert bei dem Neuteil nicht. Also hier, da kann ich Hulk sein und noch so stark drücken. Das funktioniert nicht. Und das bauen wir jetzt ein. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, ich wollte euch ja noch zeigen, dass sich das Teil jetzt nicht mehr so bewegt. Also hier hart, bockelhart. Das funktioniert wieder sehr gut. Und hier ist jetzt das Motorlager. Nummer 1. Motorlager Nummer 2 ist hier auf der linken Seite. Da weiß ich noch nicht ganz, wie man rankommen soll. Oh Junge, ist die fest. So, und jetzt lösen wir die beiden Motorlager von unten mit einer Ratsche, einem Gelenk und einer 14er Nuss. Oder auch Schlagschraube. Jo, wir lockern jetzt nochmal das Getriebelager hier unten, damit wir beim Motor noch mehr Spiel haben. Um an die Motorlagermutter der Fahrerseite zu kommen, muss man den Ansaugschlauch zwischen Turbo und Luftfilter wegschrauben. Dann löst man die Mutter mit einem geeigneten Hebel, weil die ist richtig fest. Nachdem die Mutter entfernt ist, kann die andere Seite, also die Beifahrerseite, genauso demontiert werden und ihr könnt zum nächsten Schritt. So, im nächsten Schritt habt ihr jetzt eure beiden neuen Motorlager für vorne links und vorne rechts. Ihr habt schon alle Schrauben hier vorne gelöst. Dann ist es eigentlich ziemlich simpel. Ihr macht noch, damit es weniger Schwierigkeiten gibt, weil ich habe schon heute ziemlich viel geflucht an dem Auto, macht ihr noch das Getriebelager lose und dann setzt ihr jetzt den Wagenheber an die Ölwanne an mit einem Brett davor oder einem Gummi oder was auch immer. Und dann hebt ihr den ganzen Motor hoch und dann fallen die im Prinzip, müsst ihr ein bisschen ruckeln. Am besten nehmt ihr 2 Leute mit und dann fallen die so zur Seite raus, klatscht die neuen rein, boom, zack, ciao. Und schon haben wir neue Motorlager. Ihr werdet sehen, oder die Leute, die mit neuen Motorlagern rumfahren, die werden sehen, Motor bewegt sich deutlich weniger und ist deutlich angenehmer zu fahren. So, jetzt geht's los. Weniger reden, mehr machen. So, als nächstes fahrt ihr mit dem Wagenheber unter das Auto. Am besten Holz oder Gummi dazwischen, damit die Ölwanne nichts abbekommt. Wenn ihr alle Schrauben gelöst habt und ihr den Wagenheber unter die Ölwanne geschoben habt, seht ihr beim Hochpumpen, dass der Motor sich allmählich nach oben bewegt. Aus der Halterung raus. Und hier sehen wir links neu und rechts alt. Schön zu erkennen, weil das linke richtig shiny ist und rechts richtig grottig. Das Einbauen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge wie das Ausbauen. Hier sieht man zum Beispiel, hier kann ich kein Stück durchdrücken und hier seht ihr, das kann nichts mehr an Vibration aufnehmen, das geht einfach nur noch durch.
Damit der Einbau ein bisschen einfacher nachher ist, nehmt ihr die obere Mutter, schraubt sie ein Stück weit fest, dass das Motorlager nicht mehr ganz so verrutschen kann, und dann könnt ihr ganz langsam den Wagenheber runterlassen und den Motor damit ablassen. Und immer schön kontrollieren, dass das Ding in die richtige Position rutscht. Und nicht vergessen, die Schrauben nachher noch festzuziehen. Also, ihr habt gesehen, der Mod, der hat es auf jeden Fall gebracht. Der Motor wackelt nicht. Also so ähnlich wie die Nismo-Lager sind auch jetzt die von Superior Automotive. Die bringen es richtig. Hier haben wir keine Bewegung mehr im Antriebsstrang und das ist genau das, was wir wollten. Alt gegen neu. Das ist immer gut. Und ja, damit sind wir am Ende vom Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, lasst gerne ein Like da. Ein Abo, neuestes Video, checkt Instagram, Facebook, moremods.de und haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace. Tut, 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 tut.